Dein Arzt sagt, Knieschmerzen sind normaler Verschleiß und du musst damit leben. Ich sage, stopp. Das ist die größte und profitabelste Lüge der modernen Medizin. Ich war selbst genau in dieser Situation. Mit Anfang 40 hatte ich eine chronische Knieentzündung. Die Diagnose vom ersten Orthopäden war, Sie haben eine Arthrose im Knie und Sie können Schmerzmittel nehmen. Heute, mit 45, bin ich schmerzfrei und sportlich fitter, als ich es je zuvor war. Ohne Operation und ohne teure Pillen. Der Schlüssel war keine Wundertherapie, sondern die Eliminierung des wahren Feindes unserer Gelenke. Vergiss bitte die Idee, dein Knie sei ein kaputtes Autoteil. Dein Körper kann sich selbst heilen. Wie ich das geschafft habe und warum die Lösung direkt auf deinem Teller liegt, zeige ich dir jetzt. Hi, ich bin Arthur von Life Algorithm. Mit 45 Jahren bin ich heute fitter, beweglicher und schmerzfreier, als ich es mit 30 war. Und das mit nur 3 Stunden Training pro Woche, ohne teure Supplemente und 100% natürlich. Aber glaub mir, das war nicht immer so. Mit Anfang 40 stand ich kurz davor, meine Leidenschaften Basketball und Wakeboarden aufzugeben. Der Grund dafür war eine chronische Knieentzündung, die ich in meiner Zeit als Vegetarier entwickelt habe. Die erste Diagnose vom Orthopäden in Xanten war niederschmetternd. Arthrose. Damit müssen Sie leben. Ein Urteil, das ich nicht akzeptieren wollte. Ein zweiter, privat bezahlter Arzt, da ich nicht privat versichert bin, Dr. Di Maio aus Rheinberg, sah genauer hin und fand die Ursache. Keine Arthrose, sondern eine massive Entzündung. Er behandelte die akuten Symptome mit einer Blutplasmatherapie, aber der Satz, der mein Leben wirklich verändert hat, war sein letzter Rat. Herr Mücke, essen Sie weniger Getreide. Dieser eine Satz brachte einen großen Stein bei mir ins Rollen. Meine Entzündung im Knie zu heilen war nur der Anfang. Mein Heuschnupfen verschwand nach über 20 Jahren, wie ich in diesem Video erkläre. Dann heilte eine hartnäckige Hauterkrankung ab und das Unglaublichste, das keiner glauben wollte, sogar meine vergrößerte Prostata schrumpfte um fast 20%, wie ich in diesem Video und diesem Beitrag berichte. Last but not least ist mein Körperfettanteil auf unter 12% gefallen. Und das alles nicht als Arzt oder Ernährungsguru, ich habe nicht mal eine Ausbildung in dem Bereich, sondern als Diplom-Informatiker. Als jemand wie du, der durch logisches Denken und diszipliniertes Ausprobieren herausgefunden hat, was wirklich funktioniert. Ich habe gelernt, die Manipulation von Big Food, Big Pharma und Big Media zu ignorieren und auf die Prinzipien der Natur zu hören. Heute sprechen wir über ein Thema, das Millionen von Menschen betrifft. Arthrose bzw. Gelenkschmerzen. Aber wir reden nicht über Symptombekämpfung. Wir reden über die wahren Ursachen und echte Lösungen. Bevor wir starten, ist mir eines wichtig. Die Strategie in diesem Video ist das Ergebnis eines dreifachen Checks. Erstens, meine eigene Erfahrung, wie ich mein Knie geheilt habe. Zweitens, eine tiefgehende Analyse der 10 erfolgreichsten YouTube-Videos zum Thema Arthrose, inklusive der Gegenargumente. Und drittens, ein Abgleich all dieser Informationen mit den harten wissenschaftlichen Fakten. Du hältst also eine Strategie, die aus allen Blickwinkeln beleuchtet und auf Herz und Nieren geprüft wurde. Wenn du die Diagnose Arthrose bekommst, fühlt es sich an wie ein Urteil auf Lebenszeit. Dein Arzt zeigt dir ein Röntgen- oder MRT-Bild und sagt, sehen Sie hier, der Knorpel ist abgenutzt. Das ist wie bei einem Autoreifen, der abgefahren ist. Genau dieses Bild vom mechanischen Verschleiß ist so simpel und eingängig, dass wir es sofort glauben. Es suggeriert, dass der Prozess unumkehrbar ist. Einmal abgenutzt, immer abgenutzt. Das ist ein fantastisches Geschäftsmodell für Schmerzmittelhersteller und Chirurgen. Aber es ist wissenschaftlich unvollständig und für dich als Betroffener eine Sackgasse. Die Wahrheit ist, Arthrose ist kein Verschleiß, es ist eine Entzündung. Stell dir ein stilles Feuer vor, das in deinem Gelenk schwelt. Dieses Feuer zerstört langsam deinen Knorpel und blockiert jede Heilung. Bewegung ist dann nicht die Ursache des Feuers, sondern nur der Wind, der die Glut anfacht. Big Pharma verkauft dir teure Feuerlöscher in Form von Ibuprofen oder Diclofenac oder anderem Zeug. Sie dämpfen die Flammen kurzzeitig, aber sie tun nichts gegen die Brandursache. Sobald du aufhörst zu löschen, lodert das Feuer wieder auf, oft stärker als zuvor. Denk dran, die größte Lüge ist die, die wir uns selbst erzählen. Und die Lüge, dass wir gegen altersbedingte Schmerzen machtlos sind, ist eine der schädlichsten. Wir müssen aufhören, die Symptome zu betäuben und anfangen, die Ursache zu bekämpfen. Und diese Ursache ist in den meisten Fällen nicht im Gelenk selbst zu finden, sondern in unserem gesamten System, unserem Stoffwechsel. Aber was genau entfacht dieses Feuer in deinen Gelenken? Die Antwort wird dich vielleicht schockieren, denn der Brandstifter versteckt sich in Lebensmitteln, die uns jahrzehntelang als gesund verkauft wurden. Jahrzehntelang hat uns die Big-Food-Industrie eingetrichtert, Fett sei der Feind und wir sollten uns auf gesunde Vollkornprodukte, Haferflocken, Nudeln, Reis und Brot konzentrieren. Eine kohlenhydratreiche, fettarme Ernährung wurde zum Goldstandard erklärt. Doch genau hier liegt die Wurzel des Übels für viele chronische Krankheiten, einschließlich Arthrose. Jeder Bissen Brot, jede Gabel Pasta und jeder Löffel Zucker löst in deinem Körper eine Kaskade aus. Dein Blutzuckerspiegel schießt in die Höhe und deine Bauchspeicheldrüse schüttet das Hormon Insulin aus, um den Zucker aus dem Blut in die Zellen zu transportieren. Ein hoher Insulinspiegel ist der Brandbeschleuniger für deine Gelenke. Und Zucker und Kohlenhydrate sind die Brandstifter.
Und die Lebensmittelindustrie hat einen genialen Trick, damit du diese Brandstifter weiter isst. Sie nennt sie komplexe oder langkettige Kohlenhydrate. Aber das ist nur Marketing-Sprech. Ein Trick, um dir weiterhin hochprofitablen Mist wie Vollkorn oder Haferflocken zu verkaufen. Und was du jetzt denkst, was redet dieser Spinner da? Meine Haferflocken sind doch gesund. Hier eine kleine Erinnerung von früher und denk nicht, dass es heute anders aussieht. Es wird nur geschickter verpackt. Ach, wie wär das Leben traurig, gäbe es keinen Zucker mehr. Kinder hätten keine Freude, keine Lust zum Spielen mehr. Zucker zaubert. Zucker zaubert Energie. Seht ihr? So gedeihen sie. Ach, wie wär das Leben hässlich, gäbe es keinen Zucker mehr. So ein hübsches, junges Mädchen wäre dicklich, rund und schwer. Zucker zaubert. Ihre Linie bleibt so schlank wie eine Pinie. Das lässt sich beweisen. Zucker zaubert. Hinzu kommen die sogenannten Pflanzenöle wie Sonnenblumenöl, Raps- oder Sojaöl, die reich an Omega-6-Fettsäuren sind und die Entzündung weiter anheizen. Diese Öle sind in fast allen verarbeiteten Lebensmitteln enthalten, von der Salatsauce bis zu den gesunden Müsli-Riegeln. Die Lösung ist einfach und radikal. Wir drehen die Ernährungspyramide einfach um. Wir reduzieren drastisch, was das Feuer nährt und essen mehr von dem, was es löscht. Hier ist, was du eliminieren solltest. Alle Brandstifter. 1. Zucker und Süßgetränke in jeder Form. 2. Alle Getreideprodukte wie Brot, Nudeln oder Müsli, auch Vollkorn, Dinkel, Hafer, das sind alles nur Verkaufstricks von Big Food. 3. Industrielle Pflanzenöle wie Sonnenblumenöl oder Rapsöl. Und hier ist, was du essen solltest, die Feuerwehr. 1. Hochwertiges Protein. Fleisch, wild gefangener Fisch, Eier. 2. Gesunde Fette. Avocadoöl, Olivenöl, Butter und Kokosöl zum Beispiel. 3. Das richtige Gemüse. Hier müssen wir etwas schlau sein. Wegen pflanzlicher Abwehrstoffe wie Oxalaten oder Lektin und Phytinsäure setzen wir auf sichere Sorten wie Brokkoli oder Zucchini. Bei zum Beispiel Spinat ist Vorsicht geboten. Wenn du tiefer in das Thema pflanzliche Antinährstoffe eintauchen möchtest, schau dir auch gerne mein Video zum Thema an. Und für alle, die jetzt noch zweifeln, hier ist der wissenschaftliche K.O.-Schlag. Eine riesige Meta-Analyse aus dem Jahr 2021 hat die Ergebnisse von 20 verschiedenen Einzelstudien zusammengefasst. Die Forscher wollten wissen, was wirklich funktioniert. Das Fazit über Hunderte von Patienten hinweg war eindeutig. Eine Ernährungsumstellung, insbesondere eine kohlenhydratreduzierte Diät, führt zu signifikant weniger Schmerzen und einer besseren Gelenkfunktion. Das ist der stärkste Beweis, den die Wissenschaft liefern kann. Den Link dazu findest du wie immer in der Videobeschreibung. Falls dieser Ansatz für dich logisch klingt und du das Gefühl hast, etwas Neues zu lernen, dann gib dem Video jetzt gerne einen Daumen nach oben. Das hilft dem Algorithmus, diese wichtigen Informationen an mehr Menschen zu verteilen, um ihrer Gesundheit zu helfen. Dein Körperfett ist nicht einfach nur ein Polster, es ist eine aktive Fabrik, die dich von innen krank macht. Vor allem dein Bauchfett, das viszerale Fett, das deine Organe umgibt, produziert ununterbrochen entzündliche Botenstoffe. Wenn du dieses Bauchfett durch die richtige Ernährung verlierst, passiert etwas Entscheidendes. Du legst den Hauptschalter dieser Fabrik um. Die Produktion stoppt, dein Körper kommt zur Ruhe und deine Gelenke können endlich heilen. Das Ergebnis ist eine Kettenreaktion. Mehr Energie, bessere Blutwerte und vor allem das Ende deiner Schmerzen. Wenn du jetzt verstehen willst, wie Getreide die Entzündungsfabrik erst überhaupt baut, dann empfehle ich dir das Buch Weizenwampe von Dr. Williams Davis. Das Buch ist wirklich ein Augenöffner, wie bereits von vielen in der Community bestätigt. Dieser Ansatz hilft übrigens nicht nur deinen Gelenken. In meinem Video Sixpack-Ernährung erkläre ich, wie genau diese Ernährungsweise auch überschüssiges Körperfett schmelzen lässt. Und das ist entscheidend, denn weniger Fett, besonders am Bauch, sieht nicht nur besser aus, es ist auch einer der wirksamsten Entzündungshemmer überhaupt. Dein Instinkt bei Schmerz, bzw. was uns eingeredet wurde, ist Schonung. Aber genau das ist der Fehler. Dein Knorpel ist nicht an den Blutkreislauf angeschlossen. Wie bekommt er also seine Nährstoffe? Er funktioniert wie ein Schwamm. Bewegung presst alte Flüssigkeit heraus, Entlastung saugt neue, nährstoffreiche Flüssigkeit wieder hinein. Bewegung ist also die eigentliche Mahlzeit für deinen Knorpel. Wenn du ihn schonst, lässt du ihn verhungern. Das Problem ist also nicht die Bewegung an sich, sondern die falsche Art der Bewegung. Stundenlanges Joggen auf Asphalt mit schlechter Technik oder das Heben von viel zu schweren Gewichten im Fitnessstudio mit unsauberer Ausführung, das ist purer Stress für bereits entzündete Gelenke. Das ist, als würde man auf einer offenen Wunde herumreiben. Die Lösung ist intelligente Bewegung und das heißt, Konsistenz schlägt Intensität. Dein Körper ist das einzige Fitnessgerät, das du brauchst. Dafür gibt es 3 simple Regeln. Regel 1, fließende Bewegung. Denk an Schwimmen, Radfahren oder Spazierengehen. Das schmiert deine Gelenke, ohne sie zu belasten. Regel 2, eine starke Mitte. Ein starker Rumpf ist wie ein Korsett, das deine Gelenke schützt und den Druck von den Knien und Hüften nimmt. Planks und Brücken sind hier Gold wert. 3, höre auf deinen Körper. Das ist die wichtigste Regel.
Lerne den Unterschied zwischen gutem Dehnungsschmerz und schlechtem stechenden Schmerz. An manchen Tagen geht mehr, an anderen weniger. Und das ist auch völlig okay. Kennst du das Gefühl, morgens aufzustehen wie der Blechmann von der Zauberer von Oz, bevor er seine Ölkanne bekommt? Ein paar Minuten sanfte Bewegung sind deine persönliche Ölkanne. Viele Übungen, die genau auf dieser Körperspannung basieren, zeige ich in meinem Video Sixpack mit 40 Trainingsplan. Und jetzt du, schreib mir gerne unten in die Kommentare, welche Bewegung ist deine persönliche Ölkanne? Du kannst die perfekte Ernährung haben und dich auch intelligent bewegen. Wenn 2 oder 3 andere Bereiche deines Lebens im Chaos versinken, wirst du trotzdem nicht die vollen Erfolge sehen. Arthrose und chronische Entzündung sind selten das Ergebnis eines einzigen Faktors. Es ist ein Zusammenspiel. Faktor 1: Schlaf. Schlaf ist wirklich kein Luxus, es ist deine wichtigste Reparaturphase. Während du schläfst, räumt dein Körper auf, repariert Zellschäden und reduziert Entzündungen. Chronischer Schlafmangel hingegen führt zu einem Anstieg von Entzündungsmarkern im Blut. Ziel sollten 7 bis 8 Stunden qualitativ hochwertiger Schlaf pro Nacht sein. Ein einfacher Tipp: Mache dein Schlafzimmer zu einer kühlen, dunklen Höhle. Kein Handy, kein Fernseher, 1 Stunde vor dem Schlafengehen. Mehr Tipps kannst du dir in meinem Video zum Thema Schlaf holen. Faktor 2: Stress. Ständiger Stress, sei es im Job oder privat, versetzt deinen Körper in einen permanenten Alarmzustand. Das Stresshormon Cortisol wird ausgeschüttet. Kurzfristig wirkt Cortisol entzündungshemmend, aber ein chronisch erhöhter Spiegel führt genau zum Gegenteil. Er heizt Entzündungen im ganzen Körper an. Du musst nicht zum Zen-Mönch werden, aber integriere kleine Stressbremsen in deinen Alltag. 5 Minuten bewusstes Atmen, ein kurzer Spaziergang in der Natur oder einfach mal Musik hören können Wunder wirken. Faktor 3: Deine Darmgesundheit. Das klingt vielleicht erstmal komisch, aber dein Darm und deine Gelenke sind eng miteinander verbunden. Stell dir einen Darm wie einen extrem feinen Filter vor. Bei vielen Menschen ist dieser Filter durch schlechte Ernährung und Stress löchrig geworden. Man nennt das Leaky Gut Syndrom. Unverdaute Nahrungsbestandteile und Giftstoffe gelangen in den Blutkreislauf und lösen eine Immunreaktion aus. Das Ergebnis: systemische Entzündungen, die sich auch in den Gelenken manifestieren können. Und das ist keine Esoterik, das ist brandaktuelle Wissenschaft. Eine große systematische Übersichtsarbeit aus dem Jahr 2023 hat genau diesen Zusammenhang untersucht. Die Forscher beschreiben einen direkten Crosstalk, also eine Art Funkverbindung zwischen einem Ungleichgewicht im Darm und dem Fortschreiten der Arthrose. Im Klartext: Wenn in deinem Darm die falschen Bakterien das Sagen haben, senden sie permanent Entzündungssignale direkt an deine Gelenke. Dein Darm ist also nicht nur ein Verdauungsorgan, er ist die Kommandozentrale für die Entzündung in deinem Körper. Falls du verstehen möchtest, wie unglaublich wichtig dein Darm ist, kann ich dir das Buch Darm mit Charme von Julia Enders empfehlen. Es ist unterhaltsam, wissenschaftlich fundiert und hat vielen Menschen schon die Augen geöffnet. Und wenn du jemanden kennst, der ständig über Gelenkschmerzen klagt und von Arzt zu Arzt rennt, dann teile dieses Video mit ihm oder ihr. Vielleicht ist es genau der Anstoß, den diese Person braucht, um einen neuen Weg einzuschlagen. Fassen wir die wichtigsten Punkte noch einmal zusammen. Wenn du heute nur 4 Dinge aus diesem Video mitnimmst, dann diese. 1. Arthrose ist keine reine Verschleißkrankheit, sondern eine entzündliche Stoffwechselerkrankung. Du bist kein Opfer deines Alters, du hast die Kontrolle. 2. Der größte Brandstifter ist deine Ernährung. Zucker, Getreide und industrielle Pflanzenöle heizen das Feuer an. Eine Low-Carb-Ernährung mit gesunden Fetten und Proteinen löscht es wieder. 3. Bewegung ist die Nahrung für deinen Knorpel. Vermeide harte, schlagartige Belastungen und setze auf sanfte, fließende und regelmäßige Bewegungen. Dein Körper ist dein bestes Werkzeug. 4. Unterschätze niemals die Macht von gutem Schlaf, Stressmanagement und einem gesunden Darm. Sie sind die unsichtbaren Helfer im Kampf gegen Entzündungen. Vielleicht kennst du mein Motto schon. Gesundheit ist kein Zufall, sondern eine bewusste Entscheidung, die du jeden Tag aufs Neue triffst. Mit jeder Mahlzeit, jeder Bewegung und mit jedem Gedanken. Ich hoffe, dieses Video hat dir eine neue Perspektive und vor allem Hoffnung gegeben. Wenn du bereit bist, die Verantwortung für deine Gesundheit zu übernehmen und mehr solcher ehrlichen, praxiserprobten Inhalte sehen willst, dann mach jetzt bitte 2 Dinge. 1. Abonniere diesen Kanal und aktiviere die Glocke. Es ist unglaublich, aber fast 80% der Zuschauer haben den Kanal noch nicht abonniert. Dein Abo ist kostenlos, aber es hilft mir ungemein, diese Botschaft weiter zu verbreiten. Und 2. Schreib mir jetzt bitte unten in die Kommentare, welcher dieser Tipps für dich ist der größte Augenöffner? Ich lese jeden einzelnen Kommentar und beantworte auch Fragen. Und zu guter Letzt, teile bitte dieses Video mit mindestens einer Person, von der du weißt, dass sie mit Gelenkschmerzen zu kämpfen hat. Du könntest damit einen entscheidenden Impuls setzen. Okay, und weil du bis zum Ende dran geblieben bist, was mir zeigt, dass du es wirklich ernst meinst, habe ich jetzt eine Belohnung für dich. Da viele fragen, was genau ich trainiere, gebe ich dir einen exklusiven Einblick. Ich habe dir ein Dokument mit meiner kompletten Liste von über 280 Übungen verlinkt. Das sind die Übungen, die ich regelmäßig mache, inklusive Links zu den Videos für die korrekte Ausführung. Du findest den Link zu der Liste
unten in der Videobeschreibung. Das Thema für nächste Woche steht noch nicht fest, aber wenn du die Inhalte des Kanals aktiv mitgestalten möchtest, dann komm gerne in den Life Algorithm Telegram-Kanal. Und zum Schluss, denk immer daran, keiner kommt, um dich zu retten. Das ist dein Leben, dein Körper, deine Verantwortung. In diesem Sinne, Peace out.